Der Beamer ist der neueste 360-Grad-Projektionsbeamer auf Amazon und verspricht viele Features. Ist er dein Geld wert oder habe ich wieder in die Tonne gegriffen? Da es bis heute nicht viele getestet haben, sagte ich mir, warum nicht? Wir werden uns alle Features ansehen, wie die Design- und Bildqualität, Helligkeit, Schwarzwert, Kontrast und sonstige Zusatzfeatures. Wir werden ihn auch mal draußen testen und ihn sowohl mit dem Handy als auch mit der Konsole ausprobieren. Ob er die ideale Alternative zu teuren Beamern und Smart TVs ist, werden wir in diesem Video sehen. Früher musste man eine Niere verkaufen, um einen Beamer zu kaufen. Heute werden sie dir quasi hinterhergeschmissen, da viele Fernseher heute in größeren Größen kommen und man so knapp durch die Inflation sich noch diese leisten kann. Ich will nicht, dass ihr unnötig euer Geld für diesen oder alternative Beamer ausgibt. Daher bleib bis zum Schluss dran, damit du den Kauf nicht bereust. Und falls du weitere Fragen hast, kannst du diese in den Kommentaren stellen und ich oder der EG-Community sind überaus happy, deine Frage zu beantworten. Der Lieferumfang ist recht schlicht gehalten. Du bekommst den Beamer, den Garantieschein, ein HDMI-Kabel, das Netzteil, ein Stativ, das man abnehmen kann und die Fernbedienung. Die sieht irgendwie jedem Budget-Beamer gleich aus. Aber sie sitzt wirklich gut in der Hand und ist diesmal nicht so clicky. Das Gehäuse ist aus weißem matten Plastik, was ihm ein luxuriöses Feeling gibt und den Anschein erweckt, als hättest du wirklich die Sparbüchse geplündert. Du hast auch direkt am Beamer Knöpfe zum Bedienen und einige Inputs, auf die ich später eingehe. Ein Rad zum Fokussieren sucht man hier aber vergeblich, denn das wurde elektronisch installiert und soll Staub und andere eklige Sachen von Eindringen in den Beamer hindern. Apropos Staub, man hat auch einen Dustfilter für die Lüfter, den man abnehmen kann, um ihn zu säubern. Mich interessiert aber mehr, wie das versprochene Android-Layout aussieht und wie die Bildqualität ist. Angeschlossen und eingeschaltet wird man mit einem Android-Betriebssystem begrüßt, das familiär aussieht. Unterteilt in Menüs mit vertrauten Namen sieht man verschiedene Apps wie Spotify, YouTube, Netflix und Disney+, die ich natürlich auch testen werde. YouTube gestartet, funktioniert es einwandfrei. Ich erspare mir hier das Gefängnis, aber ich kann euch sagen, dass auch Netflix und Disney hier funktioniert haben, ohne dass ich irgendwelche Videos hier zeige. Die Lichtstärke wird mit 9000 Lumen angegeben, das heißt die Lichtstärke, die von der Beamer-Linse ausgestrahlt wird, entspricht so ungefähr 350 ANSI-Lumen. Für diejenigen, die es gerne in ANSI-Lumen mögen. Eine Sache fand ich genial, aber ich weiß nicht, wie sie das gepackt haben. Ihr könnt Apps downloaden, ohne dass ihr euch mit einem Google-Konto verknüpfen müsst. Für die Leute, die Angst haben, dass ihr Google-Konto gehackt wird, ich hoffe, das beruhigt euch. Wenn nicht, schreibt mir bitte, was man besser machen könnte und ich beachte es bei dem nächsten Beamer. Erstaunlich ist, dass man auch in einem hellen Raum das Bild sieht. Ob es sich auch draußen gut schlägt? Für interne Räumlichkeiten ist es in abgedunkelten Räumen mehr als ausreichend. Aber draußen im Garten sieht es ganz anders aus. Hier in der Mittagssonne sieht man nichts ohne eine gute Leinwand, was es für den Außenbereich als nicht geeignet ausmacht. Du hast mit diesem Beamer eine Bilddiagonale zwischen 40 und 150 Zoll, was ihn auch für kleine Räume wie zum Beispiel einen Hobbyraum oder das Kinderzimmer ideal macht, anstelle eines Fernsehers. Meiner Meinung nach, je kürzer die Distanz, desto schöner ist das Bild. Die Bildwiederholrate ist hier 60 Hertz. Na klar teste ich es auch mit einer Konsole, was sonst? Meist ist die Wiederholrate richtig, aber der HDMI-Port hat einen Input-Lag. Lass uns das mal hier testen. So Leute, live sieht es genau so aus, wenn du ein richtig helles Licht hast. Und zwar hier mein Studiolicht. Wir testen es auf der PlayStation 5 und gucken uns an, wie die Qualität aussieht. Natürlich muss ich das Licht stimmen. In einem hellen Raum, wie ich gesagt habe, sieht es nicht so stark aus. So, testen wir mal die Latenz. Welches Spiel außer Call of Duty eignet sich besser, um die Latenz zu testen? Allerdings muss ich eine Sache zugeben, dass ich COD nicht mag. Aus einem einfachen Grund. Ich bin nicht gut darin. Wahrscheinlich wegen meiner eigenen Latenz, aber egal. Die neue Season hat begonnen und ich werde es wieder mal ausprobieren und mal wieder ablosen. Übrigens, du kannst zur nächsten Sektion springen, wenn dir die Bildwiederholrate nicht so wichtig ist. Ein Spiel, bei dem ich das auch getestet habe, ist Lonely Mountains, weil hier schnelle Reaktionen gefragt sind. Hier sieht man deutlich, wie die Farben leuchten. Eine Sache muss ich wirklich sagen, die China Beamer werden immer besser, sowohl die Schwarzwerte als auch die Farbsättigung sind hier besser als bei anderen Beamer. Ich habe mir auch angeschaut auf der PlayStation in den Settings, was als Input direkt beim Beamer ankommt, und zwar sind es 1080p mit 60 Hz. Das bedeutet, es bekommt wirklich die 60 Hz
rein und zeigt es auch. Spider-Man und Uncharted sind ein Muss für alle Gamer und die mussten hier auch als Referenz herhalten. Ich hoffe, du konntest dir ein Bild von der Bildqualität machen. Ich hätte mir wirklich mehr Kontrast gewünscht, um in dunklen Szenen die Gegner besser sehen zu können. Vielleicht kann man den Kontrast auch durch eine Leinwand verbessern. Wenn du mich abonnierst, könnte ich mir vielleicht eine Leinwand zum Testen leisten. Kommen wir zu den Anschlüssen. Ihr habt einen HDMI-Port, einen USB-Port und eine 3,5 Klinkenbüchse, an der man seine Lieblings-Soundbox anschließen kann und einfach mal Macarena abspielen könnte. Denn dieser Klasse geht ja immer. Der Beamer hat eine interne Soundbox, hier eine kleine Soundprobe. Die ist akzeptabel, aber ich würde trotzdem eine externe Anlage per Bluetooth oder 3,5 Klinke anschließen oder einfach beim Zocken auf der PS5 das Headset verwenden. Was den USB-Port angeht, so kann man ihn nicht nur zum Aufladen seines Smartphones nutzen, sondern auch um Videos oder Bilder abzuspielen. Ihr könnt ihn als Media Hub ansehen, an dem man offline Videos oder Musik abspielen kann. Wie jeder Beamer hat auch dieser einen Lüfter, der das Gerät vor Überhitzung schützt. Der Lautstärkepegel ist mit 30 bis 35 Dezibel angegeben, was ungefähr vergleichbar mit einem Katzenknurren ist. Hier eine kleine Hörprobe. Oh wow! Das Bildfokussieren funktioniert über die Fernbedienung sehr gut. Hierfür muss man einfach auf das mittlere Zeichen achten, wenn es scharf ist. Pluspunkte sammelt der Solange Beamer durch das integrierte Wi-Fi und den Bluetooth-Support, aber vor allem durch das integrierte Android-Betriebssystem, was ihn zu einem Plug-and-Play-Gerät macht. Einfach mit dem WLAN verbinden und von YouTube bis TikTok losstarten. Du kannst dich frei entfalten. Leider fehlt hier der Android Play Store, was nicht tragisch ist. Ich werde in einem meiner nächsten Videos zeigen, wie man ihn einfach auf solche Mini-Beamer installieren kann. Spaßhalber habe ich Twitch und TikTok laufen lassen und es funktioniert. Ein weiteres cooles Feature dieses Beamers ist, dass du dein Smartphone spiegeln kannst. Du brauchst kein Apple TV, um dein iPhone zu verbinden. Nach langem Testen kann ich sagen, es ist wirklich genial. Du bekommst sowohl Sound als auch Bild durch den Beamer. Dafür musst du nur im gleichen Netzwerk sein. Der Solange P90 Beamer, wie er hier heißt, ist ideal für diejenigen, die einen günstigen Mini-Beamer fürs Schlafzimmer zum Projizieren an die Decke wollen, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen mit Lichteffekten oder einem gemütlichen Kaminfeuer. Oder für diejenigen, die ihn als mobilen Fernseher für das Kinderzimmer oder Camping haben wollen, den man schnell wieder einpacken kann, wenn die Kinder mal wieder zu viel Fernsehen geschaut haben. Ein weiterer Use Case ist meiner Meinung nach für diejenigen, die gerne an einem größeren Bildschirm gemütlich im Bett zocken möchten und keinen Fernseher im Zimmer haben. Warte, bevor du direkt zu Amazon gehst, solltest du unbedingt das Video liken. Das beschwört Angebote auf Amazon, habe ich gehört. Und kommentiere deine Lieblingsfernsehserie, wenn du bis hierher zugeschaut hast, damit ich aus der Breaking Bad Loop rauskomme. Bitte. Und verpasse dieses Video nicht.